Schwarzwald Tiny. Es wird komplett in Deutschland konstruiert. Es wird überwacht mit allem drum und dran. Und damit der Preis auch haltbar ist, muss man fairerweise sagen, habt ihr ein tolles Fertigungsland. Ja, wenn du dich mal kurz vorstellst. Ja, du bist ja? also ich bin Carsten Weiß von der Schwarzwald Tiny GmbH. Wir haben unseren Firmensitz in Bad Wildbad. Und all unsere Techniker, Tischlermeister, Architekten, die kommen auch hier aus der Region. Und wir lassen in der Türkei einen großen Teil unserer Häuser auch bauen. So, großes Ausfuhrverbot. Hat euch das auch betroffen? Das heißt, da war ja Erdbeben mit allem drum und dran? Da hatten wir tatsächlich 2-3 Monate ein Problem, was zwischenzeitlich aber wieder richtig gut läuft. Ja, das Ganze war nämlich Ausfuhrverbot, sollte Wohnraum sein für die Leute, die wirklich alles verloren haben. Die Türkei, mittlerweile fast ein Hochlohnland, muss man schon sagen. Alles wird teurer, das Holz wird billiger. Das ist ja mal eine gute Nachricht, oder? Ja, wobei man muss es auch tatsächlich sagen, Holz wird generell billiger. Wir legen halt bei allen unseren Baumaterialien sehr großen Wert drauf, dass das auch nachhaltig produziert wird, dass man auch ein Holz verwendet, wo nicht irgendwo aus dem Tropenwald kommt, irgendwelches Billigholz, sondern dass das alles zertifiziert und auch von guter Qualität ist, dass nachhaltig gearbeitet wird, dass wieder aufgeforstet wird. Das ist bei unseren ganzen Baumaterialien eigentlich so. Ja. So, jetzt könnte ja der Landwirt in Deutschland, kann man ja 3 Stellplätze machen, ohne große Genehmigung. Das habe ich zumindest mal gelesen. Also jeder darf 3 Stück haben. Und das wäre doch schon mal was. Da könnte man sich sein Tiny House hinstellen. Man muss nur mit dem Landwirt reden, oder? Nicht unbedingt. Also in Deutschland ist es gar nicht so einfach. Wir haben die Situation, dass man in der Regel, sobald man auch einen Wohnsitz anmelden muss oder möchte, auch eine Baugenehmigung braucht. Und da ist jedes, im Grunde nicht nur jedes Bundesland gibt es unterschiedliche Regelungen, sondern teilweise auch in einem Bundesland von Gemeinde zu Gemeinde ist es verschieden. Und das macht es für den Kunden und aber auch für den Hersteller immer ein Stück weit schwieriger, da alle Normen auch entsprechend einzuhalten. Ja, das GEG, das ist ja auch noch ein wichtiges Thema. Ist das überhaupt möglich auf dem Fahrbahnhaus? Es ist möglich, ja. Und wir bauen unsere Häuser jetzt auch so. Das heißt, wir verlieren auch etwas Wohnfläche. Ja klar, innen, das heißt, die Wände werden dicker. Die Wände werden ganz einfach dicker. Ne? Ist das hier schon eins nach GEG? Nein, das ist noch ein Haus vom letzten Jahr. Da haben wir noch nach KfW 75 gebaut. Das wäre jetzt praktisch nicht mehr genehmigungsfähig im Moment. Das Coole ist, es gibt einen richtig fetten Zuschuss, das wissen viele nicht. Also es gibt entweder Zinserleichterungen oder es gibt einen echten Zuschuss. Ich habe gehört, bis zu 20.000 € kriegt man mit dazu, wenn man weiß, wie es geht. Wenn man weiß, wie es geht, ja. Und da ist vielfach halt auch der Hersteller gefragt, dass er die Kunden da entsprechend informiert. Und da haben die Kunden, die deutsche Hersteller oder Hersteller haben, die sich halt auch auf dem deutschen Markt entsprechend auskennen, häufig auch die Vorteile. Ja, wir sind auf der Messe New Housing hier in Karlsruhe. Du bist erstmal hier? Wir stellen es zum ersten Mal hier aus, ja. Und wie ist die Reaktion? Ist überragend, oder? Also Wahnsinn. Also uns sind heute Mittag schon alle Prospekte und Visitenkarten im Grunde ausgegangen. Wir haben so gut wie gar nichts mehr. So, wir gehen mal rein und diesen Grundriss kenne ich. Also der ist sehr, sehr beliebt. Denn du hast auf der rechten Seite einen richtigen Aufgang mit einer Absturzsicherung. Das heißt, du bist da nicht frei im Raum, sondern vieles wird in der Türkei mit Echtholz gefertigt, weil das noch richtige Handwerker sind, die da arbeiten. Und viele Platten, man sieht das hier ganz massiv. Ja, richtig. Wobei ich muss dazu sagen, das ist ein Haus, das ist ein Bausatz gewesen. Wir verkaufen auch Bausätze und der Innenausbau, der ist praktisch von einem Kunden selbst gemacht. Echt? Der hat das tatsächlich echt. Der hat es aber drauf, oder? Ja, wobei es gibt schon einige Dinge, die wir wahrscheinlich bei uns anders machen würden. Ja, okay, ist ein Bausatz. Wo geht's denn da los beim Bausatz? Ab 20.000 €. Echt? Mit dem Fahrgestell? Mit Fahrgestell, ja. So, ich gucke mal gerade hier drauf, dass man das sieht. Und hier vorne siehst du also, das ist jetzt mal ein Badezimmer. Du hast einen Hochglanzboden hier mit drin. Ist auch schön gemacht.
Ja, wobei das war auch der Kunde, der das ausgebaut hat. Das ist wahrscheinlich ein sehr praktisches Material. Ich kenne das Material jetzt nicht einmal. Ich würde es wahrscheinlich anders machen, weil es für mich einfach nicht natürlich genug ist. Okay, aber ich muss sagen, das ist auch Geschmackssache. Geschmackssache, genau. Ist hauptsächlich Geschmackssache. Und wie ist das hier jetzt die Reaktion auf das Haus hier auf der Messe? Insgesamt eigentlich ganz gut, weil wir einfach von der Bauweise ein recht großwirkendes Haus irgendwo haben. Auch unser Treppenaufgang, der bei anderen Häusern ja genauso ist. Wir haben eine normale Stufentritthöhe, was andere Häuser oft nicht haben. Von daher, es kommt eigentlich ganz gut an und wir sind wahnsinnig überrascht, wie die Resonanz hier eigentlich ist und wie viele Leute hier auch auf der Messe sind. So, Beko, hier vorne ist ein Grill mit drin und eine Kombi-Mikrowelle, die hier mit eingebaut ist. Dann Kühlschrank, wo ist der? Kühlschrank hat er in dem Fall hier. Okay. Normaler Kühlschrank drin. Eine Waschmaschine noch drin? Also ich habe meine Waschmaschine hier, wo der Kühlschrank steht im Moment. Habe meinen Kühlschrank dann, hier ist der Boiler drin, habe meinen Kühlschrank praktisch in der Kochnische. Ist jeder wie er will. Das sind Standardmaße. Kannst du individuell. Ne, wir bieten auch einen Standard an, wo man sagen kann, wir hatten ein 4er-Kochfeld, Elektro beispielsweise. Ich koche jetzt mit Gas, weil ich einfach auch autark sein möchte. So, wenn man in den Raum reinfilmt, das kenne ich schon, da ist eine Luftwärmepumpe drin. Die kann man auch zum Kühlen verwenden oder umgekehrt. Das heißt, man kann die Funktion einfach umkehren und dann hat man ein recht energiesparsames Heizen in der Übergangszeit. Ja, auf jeden Fall. Und so ein Tiny House ist ja von der Grundfläche auch relativ klein. Das heißt, es ist auch sehr schnell geheizt und ich habe sehr wenig Wärmeverlust durch die. Komm, wir filmen mal ganz kurz hier rein, dass wir das mal sehen. Wenn ich einmal kurz hier reinhalten darf, ich bin sofort fertig mit Ihnen. Und dann sieht man das, also du hast viel Platz. Ist das eine Schlafcouch? In diesem Fall ist es eine normale Couch, aber viele Kunden machen das tatsächlich so, dass sie sich da unten eine Schlafcouch auch hinstellen. So, die Einbauleuchten, alles, was wir sehen, ist im Preis mit drin, korrekt? Ja. So, und jetzt gehen wir mal hoch. Die Frau geht runter und hier sieht man das. Also ist der Aufstieg groß genug eigentlich für Sie? Entschuldigung. Ist das groß genug gewesen, breit genug? Ja, na klar. War gar kein Problem. Ich habe es ja gesehen, wie sie da runter, innen drin in den Stufen habt ihr noch Stauraum. Da haben wir Stauraum im Grunde, ne? Also wo man eigentlich dann auch relativ viele Dinge unterbringen kann. So, wir gehen mal hoch. Das kann man übrigens stehenden Fußes machen und dann kommt man in dieses riesige Schlafzimmer und das ist ja ein richtiges Highlight hier, oder? Das ist im Grunde schon auch ein Highlight, wobei wir haben auch die Option, dass wir beispielsweise Dachfenster einbauen. Das hatte dieser Kunde in dem Fall nicht gewünscht. Der Kunde ist auch relativ groß und von daher hat er den unteren Bereich relativ hoch gewählt in der Küche. Und das heißt, hier oben hat er dann entsprechend weniger Platz beim Schlafen. Gut, man kriegt ja auch so ein... Normalerweise ist das alles ein bisschen tiefer und dann haben wir oben eigentlich ein bisschen mehr Raum noch und ein bisschen mehr Luft. Fliegengitter könnt ihr auch montieren auf Wunsch. Ja. Okay, so, das habe ich soweit verstanden. Hier sind wir, wenn man Interesse hat und möchte gern so ein Haus haben. Wie viele Jahre muss ich denn warten? Zwischen 8 und 12 Wochen. Dann kommt's. Ja. So, und jetzt ein realistischer Preis von dem Haus hier, wie es hier steht? Also das Haus hier, wie es steht, liegt bei 75.000 €, inklusive Mehrwertsteuer, inklusive Heizung, Klima, Küchenzeile mit Kühlschrank, Kochplatte, Spüle und mit Toilette, Dusche und Waschbecken. So, die einmalige Chance, komm mal mit. Und dann kann ich nämlich einmal hier komplett mal das ganze Haus zeigen. Das haben wir lange nicht mehr gehabt heute, oder? Ja, die ganze Zeit war voll. Die Leute sind tatsächlich Schlange gestanden. Jetzt ist Nachmittag. Und jetzt sind wir kurz vor Feierabend im Grunde. Ne? Wunderbar, es geht dem Ende zu. Habt ihr auch schon Häuser verkauft jetzt hier auf der Messe? Auf der Messe nicht, aber ich denke, das ist auch nicht üblich. Aber wir haben sehr viele, sehr interessierte Leute hier gehabt. Und ich denke, dass wir im Nachfeld zu der Messe auch einige Häuser verkaufen werden. So, wenn ich das Google Schwarzwald Tiny, finde ich euch denn? Ist Google freundlich zu euch? Noch nicht wahrscheinlich. Ich muss schwarzwaldtiny.de eingeben und dann findet man uns. Also Schwarzwald minus Tiny oder Schwarzwald Tiny zusammen? Schwarzwald Tiny zusammen.
Sehr schön. So, hier sind wir. Die New Housing in Karlsruhe, eine neue Messe, für mich auf jeden Fall neu, für das Thema Wohnen auf kleinem Raum, so kann man es eigentlich zusammenfassen. Und viele Anbieter da, guck mal hier auf der anderen Seite, gut, da muss man sagen, die lassen auch immer nur eine Person rein in das Haus. Um 18 Uhr drehe ich das Haus hier, wenn nämlich Feierabend ist. Und dann machen wir da mal einen Film. Guckt mal, wie lang die Schlange ist. Die war bei euch auch so lang. Das war Wahnsinn. Also es war Wahnsinn und wir hatten im Haus tatsächlich manchmal 20 Leute. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.